Bereits das dritte Jahr in Folge stehe ich nun mit meinem Camper Passion Faltquan jeweils Ende August für knapp 2 Wochen auf dem wunderschönen Campingplatz Rheincamping Meerbusch mit direktem Blick auf den Rhein, die Rheinschifffahrt und den Stadtteil Kaiserswerth. Allerdings bin ich leider nicht hier, um die schöne Aussicht zu genießen, sondern um für euch über die neuesten Zeltanhängermodelle, Faltquan-Verbesserungen und Zubehör-Highlights von der weltweit größten Campingmesse, dem Caravansalon in Düsseldorf, zu berichten. Da die Kinder in dieser Zeit der Schulpflicht nachkommen müssen, bin ich für 2 Wochen auf mich alleine gestellt und benötige nur den Minimalaufbau, sprich das gemütliche 3-Zimmer-Falthaus bestehend aus dem Hauptzelt, ohne jeglichen Anbauten wie Küchendach oder Vorzelt. Das einzige verbleibende Element im Außenbereich ist hierbei noch der Abfallbehälter zur Mülltrennung und späteren Entsorgung, denn die Faltquan-Küche steht in dieser Zeit ebenfalls im Inneren, da dies in den 2 Wochen nur für das Nötigste zum Einsatz kommt. Auf der Küche finden sich zum einen die erst kürzlich ins Setup aufgenommene Eiswürfelmaschine und der neue Tischgrill wieder, wobei letzterer zum allerersten Mal im Campingalltag zum Einsatz kommt. Unter der Küche befindet sich dann jeweils ein kleiner Vorrat an Gaskartuschen, Wasser und Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen. Anstelle der gewohnten Hängeschränke kommt auf der Küchenseite nur eine einzige Hakenleiste für Regenutensilien, Hoodies und Geschirrtücher zum Einsatz, sowie der in diesem Falle fast leere Organizer für griffbereite Utensilien wie beispielsweise Sonnenbrille oder Fliegenklatsche. Direkt neben der Kühlbox in der Zeltmitte steht der normalerweise als Esstisch genutzte Campingtisch, welcher hier in diesem Setup primär als Bürotisch fungiert und darum mit einem leistungsstarken USB-Mehrfachladegerät ausgestattet ist, welches nicht zu unserem normalen Setup zählt, um gleichzeitig Laptop und diverse Kamerautensilien nach einem stressigen Tag auf der Messe schnellstmöglich wieder aufladen zu können. Auf dieser Seite des Faltcaravans hängt nun wieder unsere bewährte Kombination aus Hängeschränken und Top-Organizer am Gestänge, wobei je ein Schrank sowie Organizerfach für Freizeitkleider und der andere für falthausspezifische Kleidung vorgesehen ist. Da ich in den 2 Wochen hier auf dem Campingplatz praktisch keine Zeit zu waschen habe, sind tatsächlich mehr Kleider in diesen beiden Schränken für eine einzige Person, als wenn ich mit der ganzen Familie für 2 Wochen in den Urlaub fahre. Direkt darunter befindet sich der große Campingschrank, welcher neben Kulturbeutel und Schuhen unter anderem auch das technische Equipment für die Videodrehs beherbergt. Direkt daneben befindet sich die ebenfalls vom Urlaub gewohnte Kombination aus Wäschekorb und Klimaanlage respektive Heizung wieder, da das Thermometer hier in der Nacht oder bei anhaltendem Regen auch schon mal in den tiefen zweistelligen Bereich sinken kann. Das sonst von den Kindern genutzte Schlafzimmer ist natürlich nicht in Betrieb und dient für einmal ausschließlich als Abstellkammer für alle Sachen, die in meinem Faltquan-Büro nicht zum Einsatz kommen, wie beispielsweise das verstaute Vorzelt und das Küchensonnendach. An der mittleren Dachstange sind dann wie üblich Beleuchtung, Deckenventilator und eine weitere Hakenleiste zum Trocknen und Aufbewahren von Bademantel und Badetuch befestigt. Im eigentlichen Schlafzimmer bleibt natürlich etwas mehr Platz als sonst, weshalb ich mich schön breit machen und für einmal die Ladegeräte gar nicht erst in die Seitentaschen verstauen muss. Neben dem Kopfkissen liegt hier übrigens die Funkwetterstation, damit ich auch mal in der Nacht überprüfen kann, ob das Zeltklima passt. Zur Sicherheit steht hier in der Ecke jedoch noch ein Heizlüfter auf der dazu passenden Standplattform, welcher automatisch anspringt, falls die Heizung im Wohnzimmer die Temperatur im Schlafzimmer nicht mehr über den mollig warmen 20 Grad halten kann. Mehr gibt es, glaube ich, an dieser Stelle nicht mehr zu erklären, denn über die komplette Stromverteilung, welche auch bei diesem Setup dieselbe ist, mit Ausnahme des Vorzeltes natürlich, habe ich ja bereits ein eigenständiges Video gedreht. Da mit diesem Video auch meine diesjährige Berichterstattung vom Caravansalon in Düsseldorf endet, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich nochmals bei euch allen für die motivierenden Kommentare und Nachrichten, sowohl in digitaler Form als auch den zahlreichen persönlichen Gesprächen in den Messehallen bedanken. In der Regel rede ich, wie jetzt gerade auch, nur in die Linse einer Kamera, ohne irgendwelches Feedback zu erhalten. Sprich, ich genieße den Austausch während der Messe natürlich ungemein und würde am liebsten auch den ganzen Tag in Halle 3 verweilen und quasseln. Allerdings produzieren sich die Videos von der Messe leider nicht von alleine. Falls du übrigens genau diese Videos zu den neuen Zeltanhängern sowie Zubehör-Highlights direkt aus Düsseldorf verpasst haben solltest, kein Problem. Du kannst dies jederzeit über diese Playliste hier nachholen. Und falls du bereits sämtliche Messe-News gesehen hast, dann dürfte dich vielleicht die Roomtour durch unser komplettes 4,5 Zimmer Faltquan-Setup während des Sommerurlaubes hier unten interessieren. Bis zum nächsten Video und frohes Campen!